Geschätzte Anwesende, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Verwaltungsrats der Belimo Holding AG heiße ich Sie herzlich willkommen zur 46. ordentlichen Generalversammlung. Wir haben ein außergewöhnliches und herausforderndes Jahr hinter uns. Trotz den widrigen Umständen konnten wir unseren Umsatz in Lokalwährungen stabil halten und unseren Marktanteil ausbauen. Unsere langfristige Strategie, unsere gesunde Bilanz und die operative Höchstleistung waren starke Trümpfe, um uns auch während der Pandemie auf unser Kerngeschäft zu fokussieren. Gerne übergebe ich nun das Wort an Markus Schürch, CFO. Er wird über das Finanzergebnis zum Geschäftsjahr 2020 berichten. Vielen Dank, Patrick, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich, etwas mehr auf das Jahr und die Zahlen eingehen zu können. Wir konnten die Lieferfähigkeit auf sehr hohem Niveau halten. Dabei half insbesondere, dass Belimo als versorgungsrelevanter Zulieferer des Fertigungssektors bestätigt wurde. Proaktiv haben wir die Schutzmaßnahmen eingeführt und weltweit umgesetzt. Damit konnten wir uns auf unsere Kunden und Mitarbeitenden fokussieren. Wir mussten keine Kurzarbeit einführen. Anders als andere Mitbewerber waren alle unsere Außendienstmitarbeitenden immer im Einsatz. In Lokalwährungen konnten wir unseren Umsatz konstant halten. Wir haben unsere Wachstumsstrategie festgehalten und auch weiterhin in Forschung und Entwicklung investiert. Dabei sind die Ausgaben auf 8,1% vom Umsatz gestiegen. Wir haben weltweit in unser Vertriebsnetz investiert und zum Beispiel in China 4 weitere Standorte eröffnen können. Gleichzeitig haben wir unsere Präsenz in auch anderen Schlüsselmärkten festigen können und konnten Marktanteile dazugewinnen. Diese Folie zeigt die Entwicklung unseres Marktes in den wichtigsten Regionen. Die Daten stammen von Besria, einer englischen Unternehmung, die sich darauf spezialisiert hat, Marktstudien für die HLK-Branche zu publizieren. In diesem speziellen Report kommt Besria zum Schluss, dass der Building Automation Controls Market, das ist also der Markt, in dem wir tätig sind, im letzten Jahr um 10% geschrumpft ist. Zum Vergleich, das langjährige Wachstum liegt bei etwa 4% oder gut 2% über dem Wachstum des weltweiten Bruttosozialprodukts. Die Corona-Pandemie hat sich sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Segmente der Zweckbauten ausgewirkt. Das ist der Hauptmarkt von Belimo. Auf diesem Chart veranschaulichen die Ampelfarben, wie der Einfluss auf die entsprechenden Endmärkte ausgesehen hat. Insbesondere für die Zukunftsaussichten dieser Segmente ist diese Einteilung enorm wichtig. Das zeigt auch die Besria-Studie. Es besteht zum Beispiel ein enormer Nachholbedarf an Lüftungsanlagen in Schulen, da Präsenzunterricht sehr stark geschätzt wird, sei das an Universitäten oder an allen anderen Schulen. Da sich die Covid-19-Maßnahmen auf die Nutzung von Zweckbauten auswirken, dürfte die Bautätigkeit nicht nur in den Bildungswesen, sondern auch in den Sektoren Gesundheit, öffentliche Sicherheit, Lagerhaltung und Logistik, aber auch Rechenzentren und öffentlicher Verkehr langfristig positiv auswirken. Auf der anderen Seite ist in den Baunebenbranchen für Gebäude- und Einzelhandel und Hotelgewerbe, für Bürogebäude, Gebäude der Unterhaltungs- oder der Freizeitbranche, aber auch für Flughafengebäude wahrscheinlich mit einer verzögerten Erholung oder sogar langfristig negativen Auswirkungen zu rechnen. Auf dieser Folie sehen wir die Umsatzentwicklung der letzten 5 Jahre. Belimo konnte in den vergangenen Jahren ein Wachstum von 8-10% erzielen und erreichte 2020 einen Umsatz von 661 Millionen Schweizer Franken. Verglichen mit dem Jahr davor ist das ein Rückgang von 4,5% in Schweizer Franken. Wie schon erwähnt, in Lokalwährungen konnte der Umsatz stabil gehalten werden. Das ist ein hervorragendes Resultat, wenn man bedenkt, dass der Gesamtmarkt um etwa 10% geschrumpft sind. In diesem Umfeld konnten wir eine EBIT-Marge von 16,3% erzielen, auch das ein sehr starkes Resultat. Hier sehen wir die Zusammenstellung des operativen Resultates. In diesem schwierigen Jahr konnten wir eine sehr gute EBIT-Marge von 16,3% erzielen.
Durch den tieferen Umsatz ist der operative Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 12,8% gesunken und beträgt 108 Millionen Schweizer Franken. Insbesondere die Währungseffekte hatten hier einen negativen Einfluss auf die Marge. Die Erhöhung der operativen Kosten auf 38,8% des Umsatzes ist ebenfalls primär auf die Währungseffekte zurückzuführen. Sie haben nun die guten Zahlen, mehr über die guten Zahlen vom letzten Jahr gelernt. Ich gehe nun jetzt etwas auf die Nachhaltigkeit ein und auf unsere Strategie. Dabei möchte ich Ihnen nochmals unseren Geschäftsbericht ans Herz legen. Das ist ein integrierter Geschäftsbericht, der die ganzen Nachhaltigkeitsthemen nach GRI und nach UN, die Nachhaltigkeitsziele, integriert pro Kapitel genau aufzeigt und sehr interessant zum Lesen ist. Unser Firmenzweck CESIM hat besondere Bedeutung bekommen im letzten Jahr. Komfort, das Innenraumklima, war besonders wichtig in den verschiedensten Gebäude, Zweckbauten, Spitäler, Labore, pharmazeutische Unternehmungen und so weiter, wo eben dank guten Lüftungsanlagen mit Belimo-Komponenten die Übertragung auch von Aerosolen vermindert werden konnte. Dann natürlich die Energieeffizienz, wo wir auch wieder im letzten Jahr 24 Mal den Einsatz, die Ressourcen, die wir gesamthaft verbraucht haben, eingespart haben in den Applikationen. Und beim Thema Sicherheit, insbesondere nebst Brandschutz und Entrauchung eben das Thema dazugekommen ist, die Sicherheit zu gewährleisten in speziellen Räumen, wie beispielsweise Isolationsräumen, Operationsräumen in Spitälern, Laboren, zum Beispiel mit unserer neuen Lösung VAV Universal, das wir im letzten Jahr in den Markt eingeführt haben. Zur Nachhaltigkeit gehört auch die Unternehmenskultur, die immer schon sehr wichtig war bei Belimo und wo wir besonders einen Schwerpunkt gesetzt haben, auch im letzten Jahr. Wir haben ein Aktienprogramm eingeführt, ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, wo über 400 Mitarbeitende teilgenommen haben. Wir haben darum eben auch die Wichtigkeit des Aktiensplits, wie erwähnt wurde. Dann haben wir wieder unsere Mitarbeiterumfrage durchgeführt. Die führen wir alle 3 Jahre durch. Auf der rechten Seite sieht man, wie sich das entwickelt hat seit 2008. Und 2020 haben wir einen Engagement Score von 8,9 erreicht. Das ist sehr hoch. Wir haben auch den Leading Employer Award der Dachregion gewonnen, der Top 1% von Unternehmungen erhalten nur und somit sehr viel erreicht. Ebenso zu erwähnen, wir haben keine Kurzarbeit durchgeführt weltweit im letzten Jahr und so unsere Unternehmenskultur auch relativ zu den Mitbewerbern konnten wir die sehr stark verbessern im letzten Jahr wiederum und eben auch Zukunft, die Vision aufzuzeigen in der Krise, dass wir eben langfristig denken und an unseren strategischen Elementen weiterarbeiten. Wir erwarten, dass es eine höhere Wahrnehmung gibt, ein höheres Bewusstsein für die Innenluftqualität, was zu Projekten führt im Bereich der Lüftungstechnik. Es gibt auch Subventionen in gewissen Ländern, um eben die lüftungstechnischen Anlagen nachzurüsten auf Covid-sichere Anlagen. Dann werden wir aber auch negativen Impact immer noch erwarten durch die Pandemie, vor allem im ersten halben Jahr. Wir erwarten eine Verbesserung des Wachstums bis Ende Jahr. Wir rechnen mit einem Wachstum, das leicht unter dem 5-Jahres-Schnitt liegt für dieses Jahr und rechnen auch mit immer noch ungünstigen Wechselkursen, die die Profitabilität negativ beeinflussen könnten. Trotzdem werden wir unsere langfristige Wachstumsstrategie, 10 Jahre plus, unsere Wachstumsstrategie verfolgen, in Forschung und Entwicklung investieren und in den Ausbau des Verkaufsnetzwerkes.